Kennt ihr noch Robin Hood? Robin Hood? Etwa der Robin Hood, der Rächer der Enterbten, der Beschützer von Witwen und Waisen? Nee. Robin Hood, der Rechner der Vererbten. Nein. Robin Hood, King of Thieves, Hero of Outlaws, Son of a Father. Sag mal Leute, wollt ihr mich hier eigentlich verarschen? Ich meine Robin Hood, die Legende von Sherwood. Das ist nicht nur der Held in Strumpfhosen, sondern auch ein Spiel von 2002, welches ich schon in meinem Video zu Desperados 3 kurz angesprochen hatte. Wie viele Titel, die ich in den vergangenen Videos besprochen habe, gehört auch Robin Hood zu meinen ersten Erfahrungen mit dem Medium Computerspiel. Und natürlich habe ich, wie sollte es anders sein, die Vollversion des Spiels damals aus der Computerbildspiele 10 2004 gefischt. Und mein lieber Mann, hatte ich einen Spaß mit diesem Spiel. Doch worum geht es darin überhaupt? Nun, ganz grob kann man die Handlung in etwa so zusammenfassen. König Richard wurde entführt und für seine Freilassung ein hohes Lösegeld angesetzt. Sein Bruder Prinz John ist jetzt nicht so heiß darauf, das Geld zu bezahlen, weil er in Richards Abwesenheit selbst das Land regieren kann. Seine Handlanger, wie beispielsweise der Sheriff von Nottingham, pressen zudem aus den Bewohnern die letzten Ersparnisse heraus. Robin Hood will mit seinen Kameraden das fehlende Lösegeld auftreiben, um König Richard zurückzuholen und so Prinz John und seine Leute zu vertreiben. Robin kampiert mit seinen Mannen im Wald, genauer gesagt im Clermont Forest! Von dort aus kann man nun die verschiedenen Missionen ansteuern. Es gibt kleinere Nebenmissionen, bei denen man Geldtransporte oder Steuereintreiber im Wald abfangen muss, und Hauptmissionen, die in einer der 5 großen Burgen stattfinden. Wenn man sich für eine der Missionen entschieden hat, muss man nur noch bis zu 5 Charaktere auswählen und schon bricht man auf. Am Ort des Geschehens angekommen, kann man zuallererst die, für meinen Geschmack immer noch wunderschön gezeichnete Grafik bestaunen. Es ist echt toll zu sehen, mit wie viel Liebe zum Detail die einzelnen Landstriche gestaltet wurden. Ich will gar nicht wissen, wie lange es gedauert hat, die einzelnen Burgen zu designen. Umso beeindruckender ist das Endergebnis. Aber was genau macht man jetzt in diesen Missionen? Häufig gibt es eine Hauptaufgabe. Man muss beispielsweise einen Kameraden aus den Fängen der Feinde befreien oder die Kronjuwelen in den eigenen Besitz bringen, damit Prinz Johns Krönung sich weiter verzögert. Da Robin und seine Männer als vogelfrei gelten und Kopfgelder auf sie ausgesetzt sind, können sie natürlich nicht einfach munter an den Wachen vorbeigehen, die durch die Städte patrouillieren. Sie müssen sich also etwas einfallen lassen. Nun liegt es an uns, wie man die ganze Sache angeht. Es gibt eigentlich 2 verschiedene Methoden. Option 1. Man geht einfach voll auf Angriff und kämpft offen gegen die Wachen. Dabei kommt auch das coole Kampfsystem zum Einsatz, bei dem man mit der Maus bestimmte Bewegungen vorzeichnen kann. Ein Strich nach oben ist dann ein Stich mit der Waffe, ein Kreis in eine Richtung bewirkt einen Rundumschlag in diese Richtung und so weiter. Klickt man lediglich mit der Maustaste, dann pariert man gegnerische Angriffe. Das ist an sich eine super Sache und mir fällt spontan kein anderes Spiel in der Art ein, das so ein System ebenfalls benutzt. Nur erkennt die Spielfigur nicht immer die Bewegung, die man ihr vormacht, und so wird es schnell auch zu einem panischen Zeichnen, damit man die Gegner überhaupt trifft. Wenn es nur eine Handvoll Gegner sind, dann funktioniert diese Methode auch recht gut. Allerdings wird es immer schwieriger, je mehr Soldaten das mitbekommen, denn die Kameraden können nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen und lassen sich schnell überwältigen. Besonders wenn auch noch Fernkämpfer ihre Pfeile auf sie schießen. Die Variante verursacht also ziemliches Aufsehen und ist bei größeren Gegneransammlungen auch recht gefährlich. Besonders im späteren Spielverlauf, wenn die Männer des Sheriffs deutlich stärker austeilen. Deswegen ist Option 2 meist die bessere. Schleichend vorgehen und die Wachen taktisch klug eine nach der anderen ausschalten. Dabei helfen einem die unterschiedlichen Fähigkeiten von Robin und seinen Kameraden. Denn neben dem Kampf, den wir ja eben schon beleuchtet haben, können alle Charaktere unterschiedliche Dinge tun, um Gegner auszuschalten und oder abzulenken. Robin kann zum Beispiel einen Beutel voll Gold zu Wachen werfen, die sich dann um das Geld prügeln, bis schließlich nur noch einer übrig ist. Ah, das Geld. Hör das Licht an, das gehört mir. Das ist Gold! Er kann Gegner K.O. schlagen Weiter! oder schlicht mit Pfeil und Bogen auf große Entfernung töten. Wer war das? Alles in Ordnung. Nein! Dann gibt es Kameraden, die mit einem Pfiff Wachen von ihrem Posten weglocken Was war das? Verzeihung, Kleiner. Steinschleudern zum Ausnocken der Gegner auf Entfernung nutzen
Äpfel werfen oder andere Kameraden mit Kräutern heilen können. Wie nett, aber es geht schon, wirklich. Man kann diese Fähigkeiten auch wunderbar kombinieren. 2 oder mehrere Kameraden jeweils eine Aktion planen lassen und sie dann zeitgleich ausführen. Hier will ich zum Beispiel diese beiden Einheiten zeitgleich ausschalten, ohne dass sie es mitbekommen. Also sage ich, dass Robin den einen K.O. schlagen und Will Scarlet zeitgleich den anderen mit seiner Steinschleuder ins Reich der Träume schicken soll. Sobald ich dann rechts auf das Horn klicke, führen die beiden die Aktion aus und schon schlummern die Wachen eine Runde. Da, einer weniger. Damit sie jetzt nicht wieder aufwachen, lasse ich sie von einem meiner Jungs fesseln und von einem anderen in eine abgelegene Ecke tragen. Sonst könnte es passieren, dass andere Soldaten sie finden und wieder befreien. Das Aufräumen kann dann teilweise etwas länger dauern. Man hätte ihnen, während sie da so bewusstlos rumlagen, auch den Todesstoß verpassen können. Aber soweit es möglich ist, ist es schlauer, die Wachen nicht zu töten, sondern anderweitig außer Gefecht zu setzen. Weshalb das so ist, erkläre ich später. Um diese Aktionen alle erfolgreich durchführen zu können, muss man natürlich darauf achten, dass man die Wachen nicht aufschreckt. Meist patrouillieren einzelne Trupps bestimmte Routen entlang, sodass man immer nur ein kleines Zeitfenster für einen Zugriff hat. Der Sichtkegel, den man sich dabei anzeigen lassen kann, hilft, im richtigen Moment zuzuschlagen. Sollte man es aber mal nicht hinbekommen, einen Körper rechtzeitig von der Straße zu schaffen, reagieren die anderen Wachen verständlicherweise sehr nervös. Findet den Feigling! Wegtreten! Da sie oftmals von einem Hauptmann angeführt werden, schickt dieser sie los, die Gegend zu erkunden. Dann schwärmen die Männer wie aufgescheuchte Ameisen aus und gucken, ob sie etwas finden können. Weil sie dadurch sehr unvorhersehbar herumlaufen, ist an ein strategisches Vorgehen erstmal nicht mehr wirklich zu denken. Allerdings ist es dadurch auch möglich, einzelne Soldaten auszuschalten, ohne dass der Rest es mitbekommt. Denn auch wenn die KI häufig einen halbwegs intelligenten Eindruck macht, habe ich beim erneuten Spielen gemerkt, dass sie oft auch das Gedächtnis eines Goldfisches hat. Der Hauptmann zum Beispiel findet es nicht merkwürdig, dass all seine Soldaten, die er eben noch befehligt hat, plötzlich verschwunden sind. Er patrouilliert dann lieber alleine umher, ohne die Sache weiter zu hinterfragen. Wiederum ein Beispiel für die ganz coole KI ist, dass die Wachen manchmal auch die offene Konfrontation mit einem fürchten und lieber davonlaufen, um erstmal Verstärkung zu holen. Er ist zu stark! Zumal die Wachen unfassbar witzig vertont sind. Einige der Sprüche sind für mich so legendär, dass ich sie ab und zu auch mal so vor mich hin sage. Ich meine, hört euch das an. Hä? Was macht denn der da? Ich Bande von Unfähigen! Chef! Feinde! Na dann nicht. Herr Kommandant, da ist jemand! Ich seh dich. Bleib auf der Stelle stehen, du Wurm. Lauf, verflucht nochmal! Lauf! Eigentlich wollte ich tiefer treffen. Aber auch die eigenen Charaktere lassen ganz schön lustige Sprüche ab. Vielleicht sollten wir gleich eine Teepause einlegen. Was meint ihr? Na sowas? Ich hab ihn am Leben gelassen. Es gibt Prügel. Der ist hingefallen. Wenn man dann schließlich eine Mission beendet hat, gelangt man wieder in den Lauf und Forest! Hier laufen alle Kameraden herum, die wir im Spielverlauf so ansammeln. Denn nach jeder großen Mission schließen sich Robin neue Leute an. Und hier greift dann auch das, was ich vorhin etwas angeschnitten hatte. Je mehr Wachen man während der Mission tötet, desto weniger Kameraden schließen sich dem Unterfangen an. Das ist insofern ein Problem, als dass die Kameraden, die im Wald zurückbleiben, während man die Mission abschließt, im Lager Gegenstände wie beispielsweise Pfeile, Steine und Heilkräuter produzieren oder Nah- und Fernkampf trainieren können. Je weniger Kameraden zurückbleiben, desto geringer fällt auch der Ertrag an Ressourcen aus, die man dann in den kommenden Missionen verwenden kann. Außerdem kann man einige der Kameraden später als Verstärkung zur Verteidigung verbündeter Stellungen schicken. Denn ab etwa der Hälfte des Spiels startet man zusammen mit Robins Verbündeten die Gegenoffensive. Dabei kommt es dann zu den für mich besten Missionen, die ich damals immer und immer wieder gespielt habe. Zusammen mit den Verbündeten nimmt man nämlich die Burgen ein, durch die man vorher geschlichen ist. Hier unterstützt man die freundlichen Truppen bei der Eroberung, indem man bestimmte Schlüsselpunkte der Stadt einnimmt und dort dann zum Beispiel die Tore öffnet. Ich fand das so cool, weil die Verbündeten die gleichen Einheiten in die Schlacht schicken, die auch der Feind hat, und man dann auch einfach mal zuschauen kann,
wie die beiden Parteien gegeneinander kämpfen. Das Gefühl, durch diese umkämpften Straßen zu laufen, um den Soldaten der guten Seite zu helfen, ist einfach geil, weil man dann sieht, wie sich das Blatt langsam zu den Gunsten Robins wendet. Diese Missionen sind für mich bis heute ein absolutes Highlight. Jetzt, beim neuen Durchlauf, hat mir das Spiel, wie damals, wieder echt viel Spaß gemacht. Und wie damals habe ich bei den Rittern zu Pferd Blut und Wasser geschwitzt, weil die unfassbar stark und schwer zu besiegen sind. Wenn man Pech hat, hauen diese gleich mehrere unserer Kameraden aus den Latschen. Wenn einer der Hauptcharaktere wie Robin oder Will stirbt, dann kann man ihn mit einem der Kleeblätter, die man ab und zu in den Level findet oder durch ehrenvolle Taten von den Dorfbewohnern als Geschenk bekommt, wiederbeleben. Bei den 0815-Kameraden bringt das nichts. Diese sind dann dauerhaft tot und es wird ein Kamerad des gleichen Typs aus dem zur Unterstützung geholt. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich muss euch etwas beichten. Denn neben den vorhin angesprochenen 2 Methoden, ein Level anzugehen, gibt es noch eine dritte Variante, die ich mittlerweile hauptsächlich verwende. Die ist relativ simpel. Man nehme einen Kameraden, der entweder eine Keule oder einen langen Stab mit sich führt, geht direkt offensiv gegen die Gegner vor und verwickelt sie in den Nahkampf. Da diese Waffen nicht direkt tödlich sind, schlagen sie eigentlich so gut wie alle Wachen innerhalb weniger Hiebe K.O., sodass man sie danach nur noch fesseln und wegtragen muss. Das geht deutlich schneller, als sie nacheinander per Faustschlag umzukloppen. Dadurch werden auch solche Missionen wie die, in der man den Verbündeten Sir Ranulf treffen muss, aber keinen seiner Soldaten umbringen darf, viel einfacher, als ich sie von damals in Erinnerung hatte. Kann aber auch sein, dass das auf einem höheren Schwierigkeitsgrad nicht mehr ganz so leicht von der Hand geht. Aber dass auch eben das geht, zeigt mir heute noch, wie abwechslungsreich dieses Spiel damals schon war. Jahrelang war es dann ruhig um dieses Genre der Echtzeittaktik und umso glücklicher bin ich, dass es mittlerweile eine kleine Wiedergeburt erlebt. Shadow Tactics und Desperados 3 führen das fort, was ich schon in Robin Hood toll fand. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Spiel um Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood.